Mein Name ist Nora Weller, ich bin 4. Dan Aikikai und trainiere im Aikido-Zentrum Basel und arbeite als Ärztin. Ich habe 1997 mit Aikido angefangen und damals war ich 9 Jahre alt. Ja, was mir sehr wichtig ist, dass ich nach technischer Präzision suche. Ich suche nach Pep, nach Rhythmus, dass es einen Flow gibt. Ich mag sehr gerne das Waffentraining, also Stock und Schwert. Ja, das gibt mir auch so ein bisschen so die letzte Schärfe eigentlich im Training. Und was für mich auch dazu gehört, ist so eine gewisse körperliche Grundfitness, also ein bisschen Workout machen und gleichzeitig auch Stretching hinten dran. Ich hatte das Glück, in der ersten Aikido-Schule Dresden groß zu werden. Damals, Ende der 90er, war da sehr, sehr viel Dynamik. Wir hatten alle 2 Monate ein Seminar. Also Christian Tissier war da, Pascal Dejean, Pascal Nobili, Philippe Aubin. Da waren viele hochrangige Lehrer da und ich habe immer gesehen bei den Seminaren, dass ich wahnsinnig viel dazugelernt habe und habe gleichzeitig realisiert, ich kann es gar nicht alles behalten. Habe angefangen, mir das in Bücher reinzuschreiben und dann mit Leuten, die auch Lust hatten, dann im normalen Training oder hinterher die Sachen dann aufzuarbeiten, zu trainieren. Und das habe ich bis heute beibehalten. Also ich mache auch sehr viel mental. Zum Beispiel, wenn ich einschlafe, gehe ich bestimmte Dinge durch. Aktuell bin ich da viel beim Stock, Kumichos, 13er Kata, 31er Kata. Ja, und das hat mir so geholfen, Aikido für mich reicher zu machen und eben nicht permanent unter hochrangigen Lehrern trainieren zu können. Genau, die Frage, die zielt so ein bisschen auf Beziehungen aus. Ich finde, es gibt unterschiedliche Beziehungen, also Beziehungen zwischen Gleichrangigen, Schüler-Lehrer, Kohai-Senpai-Prinzip. Und für mich ist wichtig, egal was für eine Beziehung man mit dem Gegenüber auf der Matte hat, die muss wohlwollend, freundlich, mit Respekt sein, weil sonst kann man nichts lernen. Also ich frage nie jemanden, der auf meinem Level ist, der mit mir keine Lust hat, was zu trainieren, nach dem Training, ey, können wir das und das nochmal ausprobieren. Ich denke, das geht vielen ähnlich. Und darüber hinaus können sich dann Freundschaften entwickeln. Also ich fahre schon seit vielen Jahren auf Seminaren. Ich kenne manche Leute 10, 15 Jahre. Manchmal spricht man über Themen, über die man vielleicht gar nicht sprechen würde, wenn man die Leute so lange nicht kennen würde. Ich denke, das ist ein großer, also für mich ist ein großer Teil im Aikido. Ja, der Anfang, der war relativ zäh. Da hatten wir so 5 bis 7 Schüler und wir hatten Mühe, dass wir da eine Dynamik kreieren, dass die Schüler regelmäßig ins Training kommen. Wir haben da viel auch über die Atmosphäre nachgedacht, dass die Leute sich einfach wohlfühlen, was muss es haben, dass neue Leute integriert werden ins Training, ja, dass sie Spaß dran haben und dass sie kommen. Und im zweiten Jahr haben wir es viel, viel besser gemacht. Wir wissen nicht warum, aber wir hatten einen Flow. In den ersten 3 Monaten sind viel mehr Leute gekommen. Wir haben jetzt ja, so 10, 12 Schüler. Dann kam Corona. Für uns war das eigentlich was Positives, weil wir komplett online gegangen sind für 2 Monate. Und das war für die Rückmeldung der Leute war, ey, das findet immer weiter trotzdem das Training statt. Das war für die so ein fester Standpunkt und die haben sich sogar mehr Training gewünscht. Das haben wir auch gemacht. Wir haben mehr Training angeboten. Und dann hat sich so ein kleiner Kern gebildet, der hat wirklich 3, 4 Mal die Woche zu uns zum Training gekommen ist. Und die haben zu Hause zum Teil noch selber trainiert. Und als es wieder zurück ins Dojo ging, haben die natürlich die anderen wahnsinnig mitgenommen, die vielleicht nur 1, 2 Mal gekommen sind, weil die gesehen haben, boah, das haben die jetzt in 2 Monaten erreicht. Und das war für die Atmosphäre und für die Dynamik total toll. Also und unsere Motivation, ich denke, ein bisschen spreche ich auch für Jan. Wir haben total Freude, Aikido zu machen und wir haben auch Freude, das weiterzugeben. Mich freut es sehr, dass ich mit verbaler oder nonverbaler Kommunikation jemanden befähigen kann. Also jemand lernt dann, wenn ich was erklärt habe, was dazu, kann dann auf einmal eine Technik oder ein Detail besser. Und eben dieses Befähigen, dass die Leute dann mehr und mehr selbstständiger werden in den Aikido-Techniken, das, was ich total toll finde. Zum einen muss das Training ja vorbereitet sein. Ne? Also das heißt, wir haben uns Pläne gemacht von Woche zu Woche, dass sozusagen der jedes Mal zum Training kommt, dass der einen Progress hat, dass genügend Wiederholungen sind. Eine super Challenge für mich war, das Waffentraining aufs Aikido-Training irgendwie anzupassen. Ja, was machst du als erstes mit den Leuten? Fängst du mit Schwert an, mit Stock an? Wie kannst du denen am Anfang schon ein bisschen diesen Pep vermitteln, was das Waffentraining ja mit sich bringt?
Ja, das ist so rein um das Training. Wir freuen uns auch immer über Austausch. Wir haben so 2 Dojo, TV Aikido Bad Säckingen und Aikido-Schule Solothurn. Die sind in unserer Reichweite, die sind ungefähr auf unserer Wellenlänge und wir versuchen uns abzudaten und auszutauschen mit Special Gekos oder auch mal mit einem Seminar. Und das muss man natürlich auch organisieren, dass da möglichst viele dran teilnehmen können und nicht immer nur so jede Gruppe für sich trainiert, dass man vielleicht mal 20 Leute, 30 Leute auf der Matte auf einmal hat. Ja, das ist so alles noch so ums Aikido. Dann gibt es natürlich noch wahnsinnig viel Organisatorisches. Ja. Also angefangen von, man muss eine Website haben, was schreibst du da inhaltlich drauf, man braucht Fotos. Das ganze Social Media muss man verstehen, ja, wie funktioniert YouTube, Facebook, Instagram, was postest du wo. Ähm, Verträge aufsetzen, ja, wie funktioniert so ein Vertrag? Da haben wir gedacht, ach, es gibt bestimmt so kantonal so einen Mustervertrag, gibt es nicht. Also muss man sich mit Gesetzestexten auseinandersetzen, was schreibt man da rein. Ja, so allen in allem ist das genauso viel Arbeit eigentlich wie das Training und die Trainingsvorbereitung. Wir haben sehr, sehr viel neu gelernt rund um das Thema Werbung. Klar, uns ist bewusst, ein neues Dojo macht auf, man muss Werbung machen, aber wie man das macht, das war uns nicht bewusst. Und wir hatten auch ganz viel Glück. Proaktiv hat uns Karl Ruben angeschrieben, hat gemeint, hey, braucht ihr Hilfe? Er hat uns wahnsinnig viel Material geliefert, das haben wir durchgesprochen. Vielleicht fangt ihr mit dem und dem an und ja, Flyer kreieren, Plakate machen, welche Tools man da gibt, man benötigt. Ja, also das war was, das haben wir total unterschätzt. Ja, tatsächlich, wenn ich jetzt auf Lehrgänge gehe von hochrangigen Lehrern, Michelin Tiseschihan oder Christian Tiseschihan, gibt noch ganz viele andere. Ich schaue mir viel mehr an, wenn so Anfängertechniken sind. Aihami, Ikkyo Omote, Ikkyo Ura, Kotegeshi. Wo machen die Stops? Legen die Aufmerksamkeit auf die Fußarbeit, auf die Handarbeit? Machen die einen Stopp, 5 Stops? Ne? Also was können die Leute verkraften? Ja, und vorher habe ich eher nur geguckt, was so für mich wichtig ist. Ne? Kommt erst der Blick und dann der Körper zum Beispiel oder wo so einzelne Raffinessen sind, die ich noch nicht verstanden habe. Und jetzt versuche ich das ein bisschen globaler zu sehen und das auch mitzunehmen ins Dojo und zu erklären. Ja, gar nicht so einfach die Frage. Man braucht, ich denke, auf jeden Fall ein technisches Niveau. Da werden wir später noch drauf eingehen. Ja, wenn man sich technisch gut ausgebildet hat, auf vielen Seminaren war und seinen Körper und seinen Geist quasi entwickelt hat, ähm, ja, dann braucht es noch eine Pädagogik. Ja, woher nehmen die Pädagogik? Ich gucke sie mir letztendlich ab bei vielen guten Leuten. Es bringt überhaupt nichts, wenn man technisch super ist und das nicht vermitteln kann. Also das ist dann jammerschade, wenn es an der Pädagogik hängt. Ja, ein ganz wichtiger Faktor für mich ist, mich selber zu analysieren und zu reflektieren. Also was mache ich gut, was mache ich vielleicht nicht so gut, was kann ich gut rüberbringen, wovon habe ich keine Ahnung. Und das Gleiche dann auch bei den Schülern zu machen. Ja, also was kommt gut bei denen an, was können die aufnehmen, was können die nicht aufnehmen. Hängt es am Schüler, dass heute irgendwie nicht so viel reingeht, weil der einen vollen Kopf hat und weil der ganze Tag irgendwie schwierig war, ja? Oder hängt es tatsächlich an mir, weil ich nicht die richtigen Worte finde oder mich nicht gut ausdrücken kann. Also ich denke, beide Seiten sind da wahnsinnig wichtig. Und ja, so analysieren und reflektieren, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn man dann noch ein bisschen Energie hat, denke ich, es hilft auch ungemein, wenn man positiv kommunizieren kann. Ja, also man kann sagen, hey, die Technik, die hast du schon gut gemacht, die und die Schritte sind super, aber mach mal noch das und das. Das hat so ein bisschen vielleicht einen negativen Touch. Man könnte auch sagen, hey, das klappt schon gut. Guck mal, für das nächste Niveau werden ein bisschen flüssiger. Das ist jetzt so ein bisschen das, da kannst du in jeder Technik dran arbeiten. Und da hat der Schüler so ein bisschen, ja, eigentlich nur Positives. Ah, super, ich habe schon was gelernt und dann, ah ja, dort geht die Reise hin. Aha, da kann ich jetzt, da habe ich was, da kann ich die nächsten paar Wochen dran arbeiten. Und auch wenn er das dann nicht gleich umsetzen kann, der wird es immer wieder und wieder hören. Und das ist nicht so irgendwie so, gibt es keinen auf den Deckel, wie man auf Deutsch so schön sagt. Ja, das glaube ich, motiviert die Schüler noch ganz gut, wenn man das irgendwie ausdrücken kann. Mein Lehrer ist Christian Tissé. Ich versuche, ihm auf sehr vielen Seminaren zu folgen, auch bei ihm im Dojo vorbeizuschauen, so häufig mir das möglich ist. Er lernt mir die Techniken, Prinzipien, schaut auch auf meine Aikido-Entwicklung. Er weiß genau, wo ich stehe und sagt bei wichtigen Meilensteinen, Mensch, jetzt ist vielleicht so weit, eine
eigenes Dojo mit Jahren zusammen aufzumachen. Das technische Niveau ist super. Ja, wenn man vorher da schon drüber nachdenkt und sich unsicher ist, hilft das natürlich ungemein, wenn man das hört. Dann weiß man, okay, jetzt ist der Zeitpunkt dafür. Und auf der anderen Seite, ich finde er sehr, sehr facettenreich. Eben Technik ist sehr, sehr gut, die Pädagogik ist gut. Er schaut sehr auf den Austausch zwischen den einzelnen Aikidokas, ob es nationale oder internationale Ebene ist. Er stellt auch Leute vor, also europäische Schüler stellt er Japanern vor und dann kommt es in so einen Austausch und es gelingt natürlich viel einfacher, dann ins Training zu kommen und sich abzutauschen. Was machen die denn? Was gibt es dort Neues? Und andersrum voneinander zu lernen. Da ist so das Eis gebrochen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr wertvoll. Ja, ich versuche das auch so ein bisschen bei uns ins Training zu integrieren. Alles, was ich irgendwie so aufsaugen kann. Ja, er ist auch sehr gut in Problemen analysieren und lösen. Und die Lösungen kommen, finde ich, immer relativ schnell. Hat natürlich einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz, den ich nicht aufweisen kann, aber man kann von jedem immer was lernen. Ich versuche alles aufzusaugen und ja, das mit ins Dojo zu nehmen und mich überall weiterzuentwickeln, technisch und menschlich. Ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, sich zu fragen, was die eigene Motivation ist. Die kann ganz unterschiedlich sein. Ich habe meine im Interview jetzt schon dargelegt. Das ist ein zentraler Punkt. Wenn man das hat, dann kann man das ganze Dojo darauf auslegen. Ja? Und dann hat man eine ganz klare Linie. Das Zweite ist, dass man ein bestimmtes Niveau mitbringen sollte. Die Frage ist immer, wie sich selber da einzuschätzen. Wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Habe ich das Niveau? Habe ich das nicht? Ich habe viel rumgefragt. Ich habe Leute gefragt, was denkst du? Was denkst du? Einige haben von sich auch schon gesagt, Nora, es wäre mal Zeit, eine Gruppe zu machen. Warum machst du nicht oder überlegst du? Und ja, und als dann ausreichend viele gesagt haben, jetzt ist mal Zeit und eben auch mein Lehrer Christian Fissek gesagt hat, also das Niveau ist da, dann habe ich gedacht, okay, fangen wir halt an. Fürs Dojo haben wir dann im Nachhinein geguckt, okay, oder vor der Dojo-Eröffnung haben wir geschaut, ja, was sind denn gut funktionierende Dojos, wen können wir fragen, wer gibt uns vielleicht Hinweise und ganz, ganz viel Input haben wir auch von Christoph Dupuis bekommen, wie man so ein Dojo führt, was da wichtige Sachen sind. Ein zweiter wichtiger Punkt ist auch, sich gut laufende Dojos oder erfolgreiche Lehrer anzuschauen, ob das jetzt Seminare sind oder direkt die Dojos und sich da die Sachen mitzunehmen, die man toll findet und die mit ins Training zu integrieren. Ja, was ich zum Beispiel an Micheline Tisei-Shihan sehr toll finde, ist, dass sie immer fröhlich ist, immer freudig, offen und sobald man 3 Minuten auf der Matte ist, da schwitzt man. Also das ist so eine super Dynamik, die Kombination finde ich toll. Ich weiß nicht, wie sie das macht. Wenn ich es rausfinde, werde ich das versuchen, auch bei uns zu integrieren. Ja, oder bei Yoko Okamoto Shihan. Also sie ist auch sehr offen und sie hat das Open Tatami Konzept, dass man nach dem Training noch trainieren kann. Ich habe das übernommen. Das ist bei uns eine super Dynamik im Dojo. Da sind noch alle zusammen. Das ist nicht, ein Training ist aus und jeder geht seiner Wege. Da kann sich eine Gruppe entwickeln, eine Atmosphäre entwickeln. Es gibt auch viele Lehrer, Matthias Lange ist einer, Fabrice Croiset ist einer, die fassen ihre Schüler auch an, versuchen jeden Schüler im Training anzufassen. Da hat man das Gefühl und nicht nur die Erklärung. Manch einer lernt vielleicht viel besser durch das Gefühl und da kann man vielleicht viel mehr bedienen, je breiter man aufgestellt ist. Und ja, das sind so die Sachen, die wir mitgenommen haben, mit ins Dojo integriert haben. Und letztendlich kann man sagen, ja, man kann sich immer noch mehr und noch mehr vorbereiten. Irgendwann ist der Punkt, da muss man einfach mal starten und loslegen und kann dann hinterher die Sachen noch verbessern, wenn man merkt, Mensch, das war jetzt nicht so toll.